Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns heute in Polen. Wir sind nämlich mal nicht in Dortmund, wir sind bei Multrace, wie man sehen kann. Netterweise haben uns unsere Freunde Chromecast mit auf ihren Stand gelassen. Deswegen haben wir auch eigentlich einen ziemlich coolen Spot. Denke, Auto wird relativ oft gesehen, aber ich will gar nicht viel rumquatschen. Wir gehen gleich los und gucken uns 2, 3 Autos an von uns, die natürlich hier noch rumstehen. Yeah. Ow! Yeah. Y'all think too small, I got big dreams. You just starting, I'm way ahead at the end scenes. Started reading and dodging all of the quick schemes. Money like your Spotify, boy, I got 10 streams. And I'm still looking for more. My people, they got a soar, I'm putting that on the Lord. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out to finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, jobs that's real big. Satan trying a little, my God is real big. Stayed up on the grind on the cars is real big. I gotta do it big, the only way that I can live. And I promise I'm trying to. Before you count me out, homie, let me remind you. They was blocking the shine, now I think it's my time to. Counting them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to back when I was broke and I couldn't acquire 2 cents. And now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Try and tell me what I can't do. I wanna see the world, my vision on Shamu. That mean I got goals that's real big, foes that's real big. Your offer too little, sorry, my soul is real big. Coming into the ring with blows that's real big. I gotta do it big, that's the only way I can live. I gotta do it big. So, wir sind jetzt hier an dem ersten Schmuckstück. Und zwar an diesem wunderschönen Auto von meinem Kumpel und Kunden Patrick, aber ich denke, der nette Herr wird mit Sicherheit selber ein bisschen was erzählen zu dem Auto. Sehr gerne. Also das Auto an sich kennt ihr ja von der Motorshow in Essen, haben wir euch ein bisschen vorgestellt. GT3 RS, Biturbo, 5-teilige Felgen drauf. Aber das Coole war jetzt, wir konnten das erste Mal einen 102 Oktan-Tank komplett durchballern hier in Polen. Weil das, was bei uns, wofür du hier in Deutschland ja in den Knast gehst, ist hier möglich. Also wir konnten das Auto hier fahren und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, hier ist die Welt halt noch in Ordnung, ne? Hier setzt du dich rein, ohne Schürze, ohne Kennzeichen, keinen interessiert. Echt, also ich verstehe es nicht. Warum sind wir so verklemmt in Deutschland? Und das Coole war, wir haben ja so amerikanische Freunde hier auch, wie begeistert die alle waren von dem Auto, dass es halt nicht nur ein Showcar ist, sondern es halt wirklich benutzt wird, ne? Voll benutzt wird. Es halt nur das Problem in Deutschland hat, dass wir überall hintrailern müssen, weil du halt mit einem Bein leider im Gefängnis bist. Und zum Beispiel auch mal eine ganz andere Sache. Es gibt ja auch noch einen anderen GT3 RS mit Turbo, den man schon mal gesehen hat. Aber das Auto hat, glaube ich, noch nie einer fahren sehen. Den hier sieht man immer fahren. Also die Leute haben am Freitag darüber gehört, weil man sieht da hinten die Autobahn. Ja. Man konnte ihn hier sehr gut hören. Dezent. Und die Leute haben es gefeiert, weil das halt kein Showcar nur ist, sondern weil wir es wirklich richtig am Ballern lassen. Weil es halt gefahren wird. Weißt du, wir bauen ja kein Auto dafür, damit es dann irgendwo rumsteht, sondern es soll ja auch am Ende des Tages benutzt werden. Und wir haben ihn richtig benutzt. Der wurde benutzt. Definitiv. Ausgiebig getestet. Und wenn du von einem Ami, der 1250 PS auf der Hinterachse fährst, so einen Daumen hoch bekommst, weil du hier mit 300 lang ballerst, dann ist das schon cool. Doch. Auf jeden Fall. Aber ist das alles richtig gemacht? 100%. Ja. Was hast du sonst noch vor mit dem Auto? So wie ich dich kenne, bleibt das ja nicht so. Nein, also ich möchte den größten Spoiler auf so einem GT3 RS haben, gerne. Also so ein Ding. Wie groß soll es sein? Groß. Wir müssen den ganz groß bauen und was wichtig ist, wir bauen da LEDs rein, weil ich habe ja keine Rücklichter gerade. Dass wir so ein bisschen Licht hier in das Ganze reinbekommen. Und dann sind wir ja jetzt 2025 eingeladen worden zu SEMA. Wir werden das Auto dort hinten anmelden, wir bringen den nach Amerika. Und in Amerika runter damit. Und in Amerika kannst du damit legal rumfahren. Und wir werden noch ein richtig geiles Blackfish-Design machen. Wahrscheinlich schon zur Motorshow in Essen 2024. Das klingt sehr gut. Ja. Das klingt sehr, sehr gut. Lasst euch überraschen, wird mega. So, Matti, ziehen wir weiter zum nächsten Auto. Weiter geht's. Alles klar.
Wir sind jetzt hier bei dem zweiten Auto angekommen. Das ist übrigens auch arg teuer. Ja, das ist ein 997 Turbo. Davon gibt es schon ein Video. Aber ich denke, der nette Herr möchte das selber erklären, so wie Patrick gerade auch. Ja, Dann stell dich erstmal vor. bekannt ja eigentlich schon aus dem Video, was Matti hier freundlicherweise oben verlinken wird. Diesmal wieder Polen, diesmal mit Jannis. Diesmal bin ich auch dabei. An dem Auto. Also grundsätzlich haben wir, glaube ich, in dem Video schon ziemlich viel zu dem Wagen erklärt. Mit jetzigem Stand haben sich nur Details verändert, sind aktuell ein paar Carbon-Teile noch dazugekommen. Und ansonsten steht der Wagen, entgegen meiner Versprechung aus dem letzten Video, leider noch so da, wie wir ihn das letzte Mal abgefilmt haben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es jetzt schon anders aussehen würde, weil die Pläne ja nun schon länger bestehen. Ich wollte gerade sagen, da ist ja schon ein bisschen länger was so im Hintergrund. Ja. Immer noch die nette Sache mit der Stadt Berlin. Ja, soll im Herbst abgeschlossen sein und Das hoffen wir mal. Dann werden wir zügig an das Fahrzeug rangehen. Ein paar Termine habe ich dafür schon gemacht, dass er dann nächstes Jahr dann wirklich im neuen Gewand steht und wir uns dann vielleicht ein drittes Mal unterhalten können über den Wagen, weil er dann wirklich, denke ich mal, deutlich brutaler aussehen wird. Und zwischendurch kommt er ja auch noch mal zu dir, habe ich gehört. Ja, mit Sicherheit. Für ein kleines Update. Vielleicht. Und ja, Aber vielleicht sagst du noch mal auch für die jetzt nicht vielleicht das andere Video noch mal gucken. Was hast du denn jetzt noch vor? Was willst du denn noch machen? also was ich jetzt vorhabe und was auch tatsächlich physisch schon bereit liegt für das Fahrzeug, ist Carbon-Haube, Carbon-Dach. Dach in Sichtcarbon am Ende, Haube wird lackiert werden in Wagenfarbe. Folie kommt runter, also dann wird der Wagen wieder Blackmagic Perle, sage ich immer, wenn du Volkswagen-Krankheit. Wenn eine Haube lackierst die komplett oder lässt du noch irgendwie Streifen oder sowas, so wie sie das beim hier 991.2 Turbo S Exclusive. Dieses Einlackierte. Genau. Da bin ich noch unschlüssig. Also Innenseite wird definitiv Sichtcarbon bleiben. Ja, das muss. Finde ich gut. Und außen bin ich mir wirklich noch unschlüssig. Also ich muss sagen, ich würde es sehr cool finden. Gerade weil, wenn du natürlich das schöne Linie dann einmal drüber hast, dann auch noch mit Flügel zusammen, könnte sehr cool aussehen. Ja. Da scheiden sich ja jetzt die Geister, ne? Machst du Linien, was ich auch überlegt hatte, was vielleicht ganz cool aussehen würde, wenn man hier oben einfach nur wie so einen Rand lassen würde, der dann einlackiert wird und dann macht man hier den Windlauf auch noch mit dem gleichen Carbon. Ja. Haben das alles schon ausgemessen, damit wir dann am Ende das gleiche Gelege haben vom Dach zur Haube, damit das alles passt. Spiegel und so weiter liegt auch alles schon bereit. Die Scoops sind jetzt schon, das ist wie gesagt alles auf das Gewebe angepasst, was das Dach haben wird. Und dann hätte man eben hier nochmal diesen schönen Übergang von dem Lack zum Carbon. Weil ich finde immer bei einem 997 sieht die Fronthaube in Vollcarbon immer wie so ein Fremdkörper aus, wie so eine Zunge. Also, wenn es glänzend ist, finde ich, sieht es ein bisschen billig aus. Wenn es matt ist, finde ich es sehr cool. Ja, Dach ist leider glänzend. Siehst du, dann würde ich es halt auch beilackieren. Also nicht ganz. Und so wird es, denke ich, kommen. Ne? Aber wie gesagt, bei den Streifen bin ich mir unschlüssig. Aber so einen anlackierten Rand, dass man es halt einfach wahrnehmen kann. Dass man es deuten kann, aber nicht sofort ins Auge sticht. Ne? Ja, dann wird ein neuer Radsatz kommen, auch wieder 20 Zoll. Diesmal dann Mehrteiler. Wenn wir hinten ankommen, neuen Heckdeckel habe ich auch schon liegen, auch Vollcarbon. Auch wieder GT3-Style, also GT3 RS oder? Ja, auch wieder GT3 RS-Style. Ja. Das Flügelbrett ist Carbon, auch das exakt gleiche wie das Dach, auch alles schon angepasst. Und hier werde ich das Heckmittelteil. Und da wären wir dann nämlich wieder bei der Analogie zu vorne mit dem Einlackierten. Würde ich dann hier, hast du ja diese Sichtkante, die in den Lufteinlass hier reingeht. Ne? Dass man dann genau hier drauf abklebt, beziehungsweise beilackiert, dass man oben dann so eine Carbon-Lippe hat. Und der Rest ist dann wieder in Wagenfarbe. Ne? Nee, die Felgen, die kommen, Bettenglanzschwarz und Sternmattschwarz. Also das Auto soll danach wirklich... Okay, also machst du All Black. Ja, soll Menschen fressen, das Auto. Okay. Scheinwerfer habe ich auch schon neue liegen. Noch so als kleiner Sneak Peek. Das 991 Optik. Bis jetzt in Europa noch gar nicht gesehen auf so einem Fahrzeug. Welche liegen bei 995? Die gibt es sogar auch mit 992. Mit dem 992. Sieht auch sehr geil aus. Alles schon bereitliegend, auch alles schon wieder schwarz. Also das Auto soll nächstes Mal nicht mehr ganz so freundlich aussehen, wie es jetzt tut. Wenn ich so zurück überlege, ne, das Fahrzeug ist ja mit einer 670 PS Stufe zu euch gekommen. Und als ich damals diesen Schritt gemacht hatte, es waren glaube ich 530, die das Fahrzeug vorher hatte. Hier ist Datenstand, Abgasanlage, so ein bisschen Kleinkram. Und dann nochmal diesen Schritt durch eure Umbaustep. Und das war ja glaube ich einer der ersten auch mit den G30-Ladern. Ne? Ja, genau. Und da waren die ganz frisch. Ja, genau. Und auch mit dem Ansprechverhalten und so,
ultra frech. Und man muss sagen, du fährst ja immer noch 3,6 Liter Hubraum. Das ist jetzt nicht Ja, mal eine genau. 4 Liter Erweiterung oder Genau, so. genau. Und die Lader funktionieren mega damit. Ja, gut, war der erste auch, den du so Bulletproof gebaut hast als 3.6er, ne? das Hattest ist du mir, glaube ich, sogar noch Maximum draufgeschrieben auf dem 3,6 Motor. was geht. Maximum 3,6 was geht. Und ja, macht einfach Laune und der Witz klingt immer überheblich, aber es tritt irgendwann eine Gewöhnung ein. Ne? Ja, das ist so. Das ist Ist wie so. mit allem. Das ist bei mir auch immer ganz schlimm, wenn ein Kumpel von mir kauft sich ein neues Auto, so, und dann bist du 2 Tage vorher, weiß ich nicht, 1600 PS oder so gefahren. Und dann sag ich jetzt bei einem Kumpel von mir, BMW 800, dann sitzt er dann drin und er so, voll geil, schockt, ne? Und ich guck's nicht, ja, schnell, aber ich meine das ja auch gar nicht böse, so. Nein. Nur wenn du halt vorher halt so viel mehr Leistung gefahren bist, dann fühlst du das einfach nicht mehr. Ja, lass einen Eurofighter-Piloten in 380 fliegen, der wird Ja. dann auch sagen, fliegt beides, aber ist halt ein kleiner Unterschied in der Beschleunigung. Ne? Ja. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, mein Freund. Ich danke dir. Auch für Immer das schöne wieder gerne. Wochenende, hat richtig Spaß gemacht mit Ja, euch war zusammen. cool, war Auch mit cool. Matti, den Ja. ihr leider immer nicht sehen könnt, weil er Ja. hinter der Kamera steht. Kleine Ankündigung, wir sehen uns ja in einem Monat schon wieder. Also du nicht, da bist Nee, du ich ja bin mal nicht wieder da, nicht dabei. ich bin nicht da, genau. Fällst du dann vor der Kamera aus. Aber den Matti werde ich auf jeden Fall mit einem Fahrzeug zusammen dann auch wiedersehen. Da haben wir noch eine kleine Veranstaltung Mal in gucken, Potsdam geplant. was ich dem Jungen mitgebe. Mit eurem neuen Standorthändler kann man ja auch schon mal so eine kleine Ankündigung machen, den ihr dann in Potsdam haben werdet. Ne? Das stimmt. Ja, nach einem heißen sonnigen Tag sind wir froh, dass es jetzt langsam dem Ende zugeht. Wir sind jetzt im Prinzip durch mit allem. Wir gucken, dass wir zusammenpacken und abhauen. Zu dem Auto, falls jemand noch ein paar mehr Informationen haben will, haben wir davon vorher schon mal ein Video gedreht. Ich hoffe, Matti blendet euch den Link ein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bummknacke. Wie man unschwer erkennen kann, nee, ich fange schon wieder so an, das habe ich gerade eben schon gehabt. Ich lieber selber ein bisschen was zu dem Auto erzählen. Hi Jungs. Boah, Alter. Da ist immer noch ein Hängen. Was soll ich erzählen? Patrick ist immer noch nicht ganz am Start. Patrick, soll ich anfangen? Ja. Autofreunde. Das, was? Das ist unser Video. Achso. Ja, was soll ich denn sagen am Anfang? Einfach. Achso, okay. Ah, Entschuldigung. Excuse me. Hallo Autofreunde. Nicht mehr ändern, mein Freund. Jetzt ist abgefahren. Müssen wir weiter vor, weiter hier. Verdeckt nicht so viel vom Auto vielleicht, stellt euch vielleicht hinter die Motorhaube. So? So. Ja, da hast du halt fetten Reifen. Das sieht natürlich schon geil aus. Every Go-Car is a Showcar. Ja. Not every Showcar is a Go-Car. Jetzt laufen hier die Leute uns durchs Bild. Matti muss sich ein bisschen sortieren. Ja, so wenn wir. Guck mal, jetzt filmen hier auch noch andere Leute die Fahrzeuge. Wir finden, dass wir hier auf dem Ultrace sind, habt ihr schon angekündigt. Das haben wir angekündigt, ja. Bitten wir hier die. Noch nicht, Du hast ja Mücke, sorry. ja, schlag mich ruhig. Gar kein Problem. Hatten echt eine Menge Spaß. Ja, genau, jetzt hier zum Los, Abschluss. gib her! Hat mega Laune gemacht. Ja. Gerne wieder, aber obwohl. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wunderbar, wunderbar. Keine Ahnung. Hä? Ja.